Willkommen im Lebensforum Wohlstand aus Erfurt. Nach dem erfolgreichen Start unserer Mammutserie über das Phänomen Anastasia, Tochter der Taiga, geht es heute weiter mit Band 2, Anastasia, die klingenden Zedern Russlands. Auch diesen Band teilen wir in 3 Sendungen auf. Begleitet werde ich wieder von Herrn Konstantin Kirsch. Geehrte Zuschauer, freuen Sie sich auf Impulse und ungefilterte Informationen aus dem Urwissen. Ich wünsche Ihnen hochinteressante Minuten. Phänomen Anastasia, die klingenden Zedern Russlands, Band 2, Teil 1. Ich begrüße Herrn Konstantin Kirsch. Hallo, Herr Kirsch. Hallo, Herr Jungwirth. Herr Kirsch, Mensch oder Außerirdische, so geht's weiter im Band 2. Was können Sie dazu sagen? Ja, der Autor, Herr Mekre, hat ja im ersten Band vieles beschrieben, was er erlebt hat in der Taiga. Und da waren Erlebnisse, die für ihn völlig undenkbar waren. Es waren philosophische Aussagen von der Anastasia, die ihn gelinde gesagt irritiert haben oder die seinen Horizont überfordert haben. Und dann hat er diese Erlebnisse und diese Aussagen überprüft, indem er andere Fachleute aufgesucht hat. Teilweise Psychologen, teilweise Wissenschaftler an Universitäten. Und da beschreibt er, wo er da nachgeforscht hat und wie die Antworten waren. Und wie waren die Antworten? Ist er denn irgendwie zum Ergebnis gekommen? Überraschenderweise kam für ihn die Erkenntnis, dass das, was er gehört und erlebt hat, durchaus im Bereich des Möglichen ist, auch wenn es eher unüblich ist. Aber er war erstaunt, dass die Wissenschaft da einiges schon mehr weiß, als er als Unternehmer sich bisher Gedanken gemacht hatte. Dann geht es weiter. Er ja der Unternehmer mit einem Kapitel, das heißt Geldmaschine. Was ist da zu verstehen? Ja, das ist ein verrückter Begriff als Titel, aber so ist es da gerade. Diese besonderen Fähigkeiten von der Anastasia, zum Beispiel Telepathie oder noch viel mehr das Thema Heilung, die haben ihm, ich sage jetzt mal, die Rubelaugen oder die Dollaraugen, würde man auch hierzulande sagen, geweckt von wegen, diese Fähigkeiten, die könnte man doch zu Geld machen. Und da wird er dann auch beschrieben, wie schnell sie denn heilen kann. Dann fragt er, wie schnell geht das denn? Und dann sagt sie, ja, im schwierigen Fall hat es schon mal 10 Minuten gedauert, einen Menschen vollständig zu heilen. Und dann denkt er natürlich gleich an Massenabfertigung und alle zahlen viel Geld. Allerdings ist sie von dieser Idee nicht begeistert. Warum nicht? Sie sagt ganz klar, ihre Kraft hat sie, wenn sie zu Hause in ihrer Heimat ist, in ihrer Lichtung, in der Taiga und nicht irgendwo in der Stadt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, sie stellt dann gleich die Frage, was ist mit Heilung für Menschen, die das Geld nicht haben zum Bezahlen? Da sagt der Herr Mekre, kümmere dich nicht um die. Und sie will das aber nicht vom Geld abhängig machen. Und noch viel deutlicher bringt sie zum Ausdruck, Heilung einfach nur so, das kann auch daneben gehen. Wie ist das gemeint? Schmerzen oder im weitesten Sinne Krankheiten werden dargestellt als ein Gespräch des Schöpfers oder auch Gott genannt mit dem Individuum, um Erkenntnisse zu bekommen, um zu lernen, um auch Anregung zu haben, das eigene Leben zu verändern. Also ist ja in der Krankheit eine Botschaft dabei, ja. Ja, es gibt ja auch hier ein bekanntes Buch Krankheit als Weg. Es gibt ja vieles, wo man sich damit beschäftigt, was denn Krankheiten für einen Sinn beinhalten, für Erkenntnismöglichkeiten. Und da ist auch der Herr Mekre selber getroffen, dass er auch über Krankheiten schon gelernt hat. Und darauf legt die Anastasia Wert, dass nicht einfach nur geheilt wird, sondern dass der Mensch selber auch Entwicklungsschritte zu gehen hat. Also nicht geheilt um jeden Preis sozusagen. Genau, ja. Das ist das nächste Kapitel, weil der Herr Mekre fragt gezielt nach, gib mal ein Beispiel. Und da ist eine Geschichte von einer alten Frau mit einem Sohn, der gerne Kunstmaler werden will. Und sie bestellt ihren Gatten und versorgt ihren Sohn immer mit Lebensmitteln und baut an und macht Konserven und er hat Schmerzen, der Rücken wird krumm. Es ist eher ein unangenehmes Bild des Gärtnerns, aber so ist es noch beschrieben. Und sie will dieser alten Dame helfen, dass sie weniger Schmerzen hat und macht es auch mit ihrer Gedankenkraft.
Sie spürt aber einen Widerstand und übergeht diesen Widerstand. Und tatsächlich wird diese alte Frau gesunder. Ihr Alter geht nicht weg, aber sie kann wieder munterer gärtnern und stirbt nicht. Eigentlich war es an der Zeit, dass die alte Dame stirbt. Und der Sohn kommt wieder. Sie will ihren Sohn beschenken mit den haltbar gemachten Feldfrüchten. Und in dem Moment sagt der Sohn, behalt dein Essen, ich habe aufgehört mit dem Studium. Und dann steht sie da und der gesamte Garten, ihre ganze Aufgabe des Lebens ist plötzlich dahin, als wertlos empfunden. Und 2 Wochen später stirbt sie, aber in Traurigkeit. In der Illusion, dass, genau. Mir kommen da wieder Tränen, weil es also eine sehr rührende Geschichte ist. Und hätte sie quasi die Anastasia nicht eingegriffen, dann wäre sie zwar 2 Wochen vorher verstorben, aber mit dem Empfinden in ihrer Seele, dass sie das Beste für ihren Sohn getan hat. Es ist ja auch ähnlich bei den spirituellen Heilen, wo man den Patienten also indirekt fragt, ob das überhaupt gewünscht ist, ob man also einen Widerstand spürt. Genau. Dann geht es weiter mit einem vertraulichen Gespräch. Wer spricht mit wem? Das ist dann nochmal dieses Thema noch detaillierter, Gott und der einzelne Mensch, dass da dieses Gespräch erklärt wird, wie das genau geht, wie man daraus lernen kann. Das kann ich jetzt nicht alles im Detail hier wiedergeben. Ist klar. Ja. Es geht weiter. Schutzengel, wo bist du? Was könnte man da so ein bisschen... Der Herr Mekre wird dann eingeladen, in seine Innenwelt zu schauen und reinzuspüren, wo hat er lichte Gedanken, wo hat er glückliche Momente erlebt, wo hat er Menschen schon geholfen. Und diese lichten Gedanken können wie ein Schutzengel dann den Menschen auch begleiten. Und grausamerweise findet er eigentlich nichts. Er findet in sich so seine Erfolgserlebnisse, ich habe ein großes Schiff gehabt, aber das ist nicht das, was sie eigentlich fragt. Und dabei kommt dann am Ende heraus, dass er sogar ein Kirschbäumchen, um das er sich gekümmert hatte, vergessen hat. Wie hat er das vergessen? Wie war da die kleine Geschichte? Er hatte sich um 3 Kirschbäumchen gekümmert, die er am Markt gekauft hat, Jungpflanzen. Und eins von diesen Kirschbäumchen, da war wohl beim Ausgraben die Wurzel schwer verletzt worden. Der Fahrer sagte dann auch, schmeiß das Bäumchen gleich weg, taugt doch nichts, wächst eh nicht an. Und dann hat er sich besonders darum gekümmert, so seine ganze Aufmerksamkeit diesem Pflänzchen zugewendet. Und es ist auch angewachsen. Und hat sich sehr gefreut, gewissermaßen, so wie ein Bäumchen sich freuen kann. Und hat dann auch geblüht und gefruchtet. Und der Herr Mekre hat dann auch eine von den Kirschen gegessen. Und dieser Baum hat sich danach gesehnt, diese Liebe und Zuwendung, die es bekommen hat, zurückzugeben. Also an den Herrn Mekre sozusagen. Genau. Also wenn ein Mensch oder auch eine Familie einen größeren Garten gestaltet, hunderte von Pflanzen, einen sogenannten Raum der Liebe schafft, dann kümmern sich all diese Pflanzen um das Wohlergehen auch dieser Menschen. In diesem Fall hat er sich nur um dieses eine kleine Pflänzchen gekümmert und das wollte die Liebe und Dankbarkeit zurückgeben. Und er hat aber nicht mal alle Früchte genommen, sondern nur eine. Und da ist das Bäumchen fast daran verzweifelt. Konnte sie das dann heilen oder wie soll man denn die Verzweiflung des Baumes, wenn man das mal... Anastasia hat diesen Ruf dieses Bäumchens oder diesen Schmerz des Bäumchens wahrgenommen und hat dann in der Begegnung dann gesagt, dass sie jetzt das machen will und auch dann gemacht hat, was das Bäumchen eigentlich gerne gemacht hätte. Und dann hat sie den Herrn Mekre auf die Wange geküsst. Sozusagen als Ersatz für das Bäumchen. Ja. Als Ausdruck der Dankbarkeit von dem Bäumchen, genau. Es geht dann weiter. Wer ist schuld? Was ist da gemeint damit? Das ist eine ganz besondere Geschichte, in dem die Anastasia sich dieser klingenden Zeder, wo wir in der letzten Sendung auch drüber gesprochen hatten, zuwendet und
quasi über diesen Baum als Vermittler Gott auffordert, eine Frage zu stellen. Und sie ist da richtig vehement. Ihr Urgroßvater ist da auch dabei, ist dann auch etwas empört über diese Dringlichkeit, so von wegen, du kannst doch unseren Herrgott im Himmel nicht so heftig die Frage stellen. Ja. Und dann gibt es auch ein Gespräch zwischen dem Urgroßvater und der Anastasia. Es geht darum, sie hat ein ganz dringendes Anliegen. Und zwar erklärt sie dann auch, dass alle große Zeiträume, also richtig Millionen, Milliarden Jahre, immer mal wieder eine Hochkultur entstanden war, also bei den Menschen, die dann eine Abweichung von dem Schöpfungsplan hatte und quasi angefangen hat, die Lebensgrundlagen zu zerstören. Und dann gab es große Katastrophen. Das sei wohl ein göttlicher Plan, dass wenn die Menschheit von der eigentlichen Bestimmung abweicht, dass dann über eine große Katastrophe verhindert wird, dass das gesamte Leben stirbt. Die übrig gebliebenen Menschen nach der Katastrophe können daraus gelernt haben und dann entwickelt sich es wieder weiter und nach wiederum einem sehr langen Zeitraum gibt es wieder Abweichungen bis hin zur Zerstörung. Und ihre Hauptfrage ist, was ist das angemessene, das richtige Verhalten, dass diese Wiederholung, diese Abweichung mit der Wiederholung dieser großen Katastrophe nicht mehr notwendig ist. Gibt es da eine Antwort drauf? Ich mag kurz mal etwas vorlesen von diesem Gespräch mit dem Großvater. Sie hat hier, also er fragt dann, worum also bittest du ihn? Anastasia sagt, ich möchte wissen, wie kann ich die Unvernünftigen zur Vernunft bringen, den Gefühllosen Gefühle beibringen? Der Urgroßvater sagt dann, ist das Schicksal derjenigen, die die Wahrheit nicht erkannt haben, vorherbestimmt? Und jetzt kommt eine besondere Ausführung von Anastasia. Ja, ihr Schicksal ist vorherbestimmt. Wer aber trägt die Verantwortung für ihr Nichterkennen der Wahrheit? Sie selbst oder diejenigen, die die Wahrheit vermitteln? Und an dieser Stelle ist der Urgroßvater heftig betroffen, weil er auch zu denen gehört, über lange Zeiträume, die die Wahrheit vermitteln, so gut er es kann. Und viele andere Menschen, die auch Impulse waren für besondere Bücher, eigentlich schließlich Christus und Bibel. Da gibt es ja ganz, ganz viele Bücher. Ganz, ganz viele Menschen haben schon Wahrheit verkündet. Und plötzlich stellt sich die Frage, wurde quasi die Wahrheit nicht optimal verkündet? Mit Mangel eben, ja. Ja, oder wie kann man die Wahrheit idealer verkünden, dass sie jeden erreicht. Dass es auch ankommt, genau. Jetzt war ja hier auch eine Einsicht vor den Urgroßvater, wo er also gesagt hat, sie ist größer als ich vom Wissen. Also da war ja eine Frage an den Maigret und Urgroßvater, die haben sich auch unterhalten. Da gibt es längere Gespräche. Ja. Ja, also der Urgroßvater erzählte auf eine andere Art und Weise wie die Anastasia und er ist teilweise einfach auch erstaunt, dass seine Urenkelin so besondere Gedankengeschwindigkeit hat. Jetzt zum Abschluss soll es ja einen Tag für Kleingärtner geben und einen Feiertag ohne Ende. Was ist damit gemeint? Ja, es ist so, dass nach diesem sehr langen Zeitraum wieder eine große globale Katastrophe passend gewesen wäre. Laut Aussage des Buches sei 1992 der Zeitpunkt gewesen. Und die russischen Kleingärtner hätten diese Katastrophe verhindert, weil so viele dieser dortigen Menschen mit ihren bloßen Händen die Gutes Erde berührt haben. Und dann hat Mutter Erde nochmal durchgehalten, etwas länger Kraft zu haben. Und zur Würdigung soll deswegen ein Feiertag erschaffen werden, eingerichtet werden. Der 23. Juli wird vorgeschlagen. Das ist der Geburtstag auch von Herrn Maigret. Und dort soll am Vormittag die Menschen, die einen Garten haben, barfuß im Garten sein, sich von den Gartenfrüchten ernähren, den Sonnenaufgang genießen. Und dann am Nachmittag dann auch diese geernteten Früchte dann zu den Menschen bringen, die keinen Garten haben. Es soll der schönste Feiertag sein, der fröhlichste, der glücklichste. Das ist ein schöner Abschluss. Haben Sie noch mal ein Zitat für uns? Ja, gerne. Das passt auch ganz gut dazu. Reine, lichte Augenblicke des Lebens und positive Emotionen
sind wie Schutzengel und können den Schmerz und die Krankheit überwinden. Sehr schön. Liebe Zuschauer, das war's von Band 2 Teil 1. Es geht in Kürze weiter. Geehrte Zuschauer, das war der erste Teil zu Band 2 Anastasia, die klingenden Zedern Russlands. Es folgt in Kürze Teil 2. Auf Wiedersehen.